In diesem Video stellen wir euch mein neues Lieblingswohnmobil, den Weinsberg Expedition auf Mercedes Sprinter-Basis mit Allrad vor. Es wird richtig spannend und was dieses Fahrzeug drauf hat, das zeigen wir euch direkt jetzt, weil ich darf da einmal hochfahren. Dann würde ich sagen, fangen wir hier vorne einmal an, arbeiten uns um den Wagen herum und springen dann zum Schluss natürlich auch noch ins Fahrzeug rein. Und hier vorne angefangen möchte ich einmal auf das Fahrwerk eingehen. In dem Fall ist ein originales Mercedes Sprinter Fahrwerk mit einer entsprechenden Höherlegung verbaut. Die Höherlegung ist zum Teil ab Werk verbaut gewesen, aber zum anderen Teil haben wir hier auch nochmal eine 40 mm Höherlegung von Delta verbaut bekommen, die auch definitiv Sinn macht, vor allem wenn man die Hubstützen drunter hat und eben auch ein bisschen mehr Offroad unterwegs sein möchte. Was nicht fehlen darf, sind richtig coole 18 Zoll Delta-Räder, hier im Design Classic B, das erkennt man an diesen runden Kreisen. Was hier jetzt noch besonders ist, ist der Rugged-Ring, der aus einem Stück gefräst ist. Der sieht auf der einen Seite richtig cool aus, auf der anderen Seite schützt er aber auch die Felge. Hier gibt es verschiedene Ringe, die Felge gibt es auch in verschiedenen Farben. Man kann auch zwischen silbernen und schwarzen Schrauben entscheiden oder wählen. Mir gefällt das so hier persönlich am besten. Genau, Reifen haben wir den BF Goodrich verbaut in 285 16 R18, also 18 Zoll. Weil das hier mit der Höherlegung die einzige sinnvolle Variante ist, die auch gut funktioniert. Und den Reifen seht ihr auch. Ja, der hat hier ein etwas gröberes Profil, was ja auch Sinn macht für das Gelände, in dem wir uns hier bewegen. Nur was besonders zu erwähnen ist, der Reifen ist kaum lauter als ein normaler 16 Zoll Reifen oder 17 Zoll Reifen. Also der funktioniert nicht nur im Gelände, sondern auch auf der Straße wirklich sehr gut. Ja, was ich euch auch noch zeigen möchte, ist hier die Radlaufverbreiterung. Die ist nämlich Pflicht, wenn man hier größere Räder montiert. Sonst bekommt man es nicht eingetragen. Alles, was ihr heute im Video seht, ist eingetragen. Hier mussten wir noch so einen kleinen Ausschnitt machen, weil normal geht der Radlauf hier ein bisschen weiter runter. Das mussten wir hier extra ausschneiden, damit das Fahrzeug auch richtig einfedern kann, was passiert, wenn man hier im Gelände unterwegs ist. Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir sind aktuell in Saudi-Arabien. Ja, tatsächlich, ihr habt richtig gehört, um genau zu sein, bei der Rallye Dakar. Wir sind nämlich Teil vom Team Delta, das hier bei der Dakar mitfährt und wir fahren, wie man sieht, auch mit, haben hier unsere eigene Startnummer. Wir sind natürlich nicht im Rennen mit dabei, aber so ähnlich. Wir sind das Servicefahrzeug oder eins der Servicefahrzeuge und begleiten eben hier das Team Delta bei der Rallye Dakar. Und ich kann euch nur eins sagen, es lohnt sich, den Kanal zu abonnieren, weil das hier ist nicht das einzige Video. Wir stellen nicht nur das Fahrzeug vor, sondern auch alles rund um die Rallye und eben die Zubehöreinbauten, die wir hier vorgenommen haben. Was wir hier haben, ist ein richtig cooler Schnorchel der Marke Bravo, der auch so einen Raptor-Lack hat. Ist natürlich auf der einen Seite Optik, auf der anderen Seite wird es hier auch echt richtig staubig, vor allem wenn man in der Wüste da mal driftet, ja, oder über Dünen fährt, was wir alles gemacht haben. Ja, kann ich jedem nur empfehlen. Funktioniert richtig gut. Und was auch super funktioniert, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter weggehen, sind unsere Hubstützen. Auf der linken Seite, also auf unserer Seite, sind sie schon komplett ausgefahren. Auf der rechten Seite fährt jetzt die hintere rechte Stütze ja, aus. Und dann zu guter Letzt noch vorne rechts. Das dauert immer ein bisschen, weil es ja am Ende auch sicher sein soll. Nur ihr seht hier, das Auto ist wie gesagt von Haus aus höher gelegt, kann sich aber trotzdem komplett frei heben, um eben auch in schlechtem Gelände einen sicheren Stand und einen geraden Schlaf zu gewährleisten oder in einer Notsituation vielleicht auch mal die Reifen zu wechseln. Was wir euch jetzt vielleicht auch einblenden, ist mal eine Situation, die wir hatten, und zwar, wo wir uns festgefahren haben, und zwar bewusst, weil das gehört einfach mit dazu. Wer ist schon mit einem Wohnmobil in der Wüste unterwegs und hat darunter Hubstützen, mit der man sich freiheben kann? Ja, also auch sowas haben wir gemacht, war richtig cool. Kann ich jedem nur empfehlen. Und auch ein großes Dankeschön geht natürlich an alle Partner. Ja, das würde jetzt aber das Video sprengen, daher schaut gerne auf den Kanal vorbei. Da gibt es nämlich zu jedem Partner auch eigene Videos. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, was wir hier haben, ist einmal unsere Abwassertankentleerung. Die kann ich hier auf und zu machen. Wir haben aber vorhin ausgeleert, darum haben wir jetzt hier auch schon wieder zugemacht. Und wenn du ein bisschen weiter zurückgehst, dann möchte ich auch noch mal kurz auf das Design eingehen. Weil die Farbe, ich kann euch jetzt nicht den Namen genau sagen, wenn ich ehrlich bin, aber es ist, sage ich mal, so eine Sandfarbe, die sich natürlich hier in der Kulisse perfekt einbringen lässt und die auch so auf jeden Fall immer Aufmerksamkeit bekommt. So viele Leute, wie den Wagen anschauen, das ist wirklich nicht normal. Wir haben das hier
original von Weinsberg drauf. Dieser Streifen, ja, und der da oben, sowie diese anderen 3 Dinger oder 4, 5, die sind auch von Weinsberg, aber normalerweise nicht schwarz, sondern Bronze. Könnt ihr ja mal schreiben, was euch besser gefällt. Gut, ja, hier würde ich sagen, schauen wir gleich auf der anderen Seite einmal rein, auf die Schokoladenseite. Am Heck sehen wir ja unschwer zu übersehen ein Ersatzrad, das hier bei der Rallye Dakar tatsächlich Pflicht ist und natürlich auch richtig cool aussieht. Der Heckträger ist nicht von Delta, der ist tatsächlich von Weinsberg. Also Weinsberg lässt den exklusiv für sich fertigen. Finde ich richtig cool, sieht nicht zu übertrieben aus. Hier kann man auch noch eine Staubox oder ein Fahrradträgersystem montieren. Also hier sind verschiedene Gewindebohrungen, wo ich unterschiedliche Sachen eben montieren kann. Oder ich nutze es wie wir in unserem Fall als Leiter, weil auf dem Dach haben wir noch unsere Sandboards montiert. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja mal kurz aufs Dach gehen. Ich filme das gerade mal wieder. Sebastian hier, der ja mit mir gemeinsam auf der Rallye unterwegs ist, aufs Dach steigt, weil dann zeigen wir euch das auch nochmal. Normal zeigen wir ja die Fahrzeuge nur von außen und von innen und weniger von oben. Gut, ja, was ihr jetzt sehen könnt, ist einmal unsere Dometic FJX 2200, also unsere Dachklimaanlage, die nicht nur kühlen, sondern eben auch heizen kann. Das Besondere ist, die hat eine Soft-Start-Funktion, also die funktioniert auch bei schlecht abgesicherten Campingplätzen. Dann haben wir unsere Sandboards verbaut. Das ist eine magnetische Halterung, könnte man theoretisch auch seitlich montieren, nur wir fanden es jetzt auf dem Dach einfach praktischer. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist ein Solarmodul, in dem Fall eins von WCS mit 130 Watt, also ein Schindelmodul, das eben auch bei schlechtem Wetter, das wir jetzt hier selten haben, aber in Deutschland, in Europa gibt es ja dann doch mal den einen oder anderen Schatten unterm Baum und da hat es eben immer noch Leistung. Man muss dazu sagen, hier haben wir keinen Schatten, aber wir haben Staub. Ja, wir haben viel Staub und trotzdem funktioniert das. Es liegt nicht nur an meinem Fahrstil, gell, Sebastian? Nee. Gut, dann übernehme ich wieder. Ja, einmal zurück, dann kommst du da bitte einmal vorsichtig runter und ja, hier hinten, man kann es vielleicht etwas erkennen, ist unser Biwak, unser Campingplatz. Also da halten wir uns aktuell auf. Davon gibt es 5, glaube ich, Sebastian, gell? Ja. Oder 8. 8. Ja, wir waren jetzt 7. 7. In einem sind wir zweimal. 7 Camps gibt es. Ja, die Distanz zwischen den Camps ist immer unterschiedlich, mal 300, mal 400, morgen sind es 800 Kilometer. Also wir sind hier jetzt mittlerweile schon über 4000 Kilometer unterwegs gewesen und können definitiv sagen, dass der Wagen sich wirklich, egal ob es auf der Straße oder eben im harten Offroad-Gelände ist, sehr, sehr gut fahren lässt. Weil das ist natürlich auch wichtig. Was bringt mir eine Höherlegung und dicke Räder, wenn der Wagen sich dann, sage ich mal, im Alltag, im normalen Urlaub in Europa in unserem Fall nicht gut fahren lässt. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Der Wagen lässt sich richtig gut fahren und er bekommt auch super viel positives Feedback. Also ich würde mal behaupten, dass wir eins der Top 3 Fahrzeuge hier im Biwak sind. Also egal, ob es Rennfahrer sind, Mechaniker oder einfach Fans der Rallye Dakar, jeder kommt vorbei, schaut ihn an und fotografiert ihn. Und das ist, denke ich, auch nicht zu viel erzählt, oder Sebastian? Ich glaube, wir haben jetzt aktuell 3/4 und es waren heute tatsächlich schon 14 Leute da, die das Fahrzeug sowohl fotografiert haben, als auch nachgefragt haben, was denn alles in dem Fahrzeug verbaut ist. Genau, und das zeigen wir eben jetzt in diesem Video, also dementsprechend auf jeden Fall dranbleiben. Heck haben wir gezeigt, was wir auch dabei haben, ist eine Markise. Die haben wir heute am 11. Tag zum ersten Mal ausgefahren. Warum? Zum ersten Mal, weil wir halt immer unterwegs sind und wir sind eben nicht alleine, sondern mit dem Delta-Team, die immer 3 Pavillone aufgebaut haben. Aber tatsächlich funktioniert es echt gut. Da haben wir schön Tee drunter getrunken, Honig gegessen. Honig ist nämlich wichtig, ja, egal ob Sommer oder Winter. Wichtig für eure Gesundheit, kann ich jedem nur empfehlen. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, schauen wir hier jetzt noch mal ein bisschen ins Detail. Und durch die Höherlegung hat der Wagen an der Hinterachse auch noch mal 2 Bilstein-Stoßdämpfer bekommen. Also hier sind nicht nur Spacer verbaut, sondern eben auch 2 Stoßdämpfer. Vorne haben wir, wie gesagt, sonst alles original gelassen, was die Dämpfer angeht, weil es auch sehr gut funktioniert. Also da muss man auch mal sagen, Mercedes ist jetzt auch kein Fiat Ducato, mit dem kann man schon von Haus aus anständig und komfortabel reisen. Ja, was wir hier haben, ist auf beiden Seiten so eine leichte Ausbuchtung, die aber kaum auffällt. Die ist für das Heckbett. Wir haben hier ein 6 Meter Fahrzeug, dementsprechend ein Querbett. Mit meinen 1,92 Meter passe ich da genau rein. Man muss dazu sagen, wir schlafen ja tatsächlich gemeinsam da drin. Der Sebastian hat zwar auch schon mal den einen oder anderen Ausflug ins Zelt oder Dachzelt gemacht, aber am Ende des Tages, Sebastian, was sagst du denn zu unserem kuscheligen Bett?
Also ich muss sagen, dafür, dass das Fahrzeug ja relativ kompakt ist, wir schlafen Schulter an Schulter und es ist aber trotzdem machbar. Also wenn man mal da drin schläft, bekommt man einen erholsamen Schlaf. Ja, also das muss man wirklich sagen. Wir haben einen richtig komfortablen Lattenrost und eine entsprechend hochwertige Matratze. Man muss auch dazu sagen, wir haben uns 2 anständige Kissen geholt, weil das ist auch die halbe Miete. Aber unterm Strich würde ich sagen, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, vor allem wenn man normal eine Freundin neben sich liegen hat, mittlerweile Verlobte. Ja, unterm Strich 1A. Gut. Ihr seht, hier oben haben wir noch mal eine Regenrinne verbaut, die auch taghell macht abends. Wir haben hier eine LED-Beleuchtung integriert, was echt praktisch ist, weil das ist schon ein Punkt in dem Fahrzeug, ist es wirklich kompakt, es ist eng. Also wir haben alles dabei, Dusche, WC, Kocher, Kühlschrank, Bett. Es ist einfach ein schmales Fahrzeug, also da muss man sich so ein bisschen arrangieren. Was wir aber auch haben, sind 2 richtig coole Taschen von Yeti. Da bin ich auch ehrlich, da dachte ich erst, ob die so gut sind. Können wir euch vielleicht einblenden oder später noch mal zeigen. Die schmeißen wir hier immer drunter, ziehen die raus, weil die sind wasserdicht und luftdicht, wenn man die richtig verschließt, was ich tatsächlich am Anfang nicht gemacht habe. Und dann sind die da unten, wie gesagt, 1A und während der Fahrt schmeißen wir die hinten rein aufs Bett und fertig. Ja, was gibt es jetzt noch zum Fahrzeug zu sagen von außen? Die Trittstufe. Die Trittstufe. Die Trittstufe gibt es noch, ja, auf jeden Fall. Also wir haben nicht serienmäßig, aber wir haben eine Trittstufe. Genau, wir haben hier, bevor ich es vergesse, natürlich Rahmenfenster verbaut und hier von Alpha Dynamics unsere wunderbare Trittstufe, die auch meine 110 Kilo, ich will es gar nicht sagen, ja, aushält. Also das ist 1A und die hat den Vorteil, dass wenn man sie eben reinfährt, was automatisch funktioniert, sobald man die Tür schließt, dass man keine Bodenfreiheit verliert. Weil jeder kennt diese klassische Thule-Trittstufe, die dann so rausfährt, die auch funktioniert, aber hier mit Sicherheit nicht. Ja, also bei dem Sand und Staub geht die schneller kaputt, als man gucken kann und man verliert definitiv Bodenfreiheit, was hier nicht der Fall ist. Ja, später schauen wir natürlich auch noch ins Fahrzeug rein. Was man hier von außen mal zeigen kann, ist Kühlschrank. Der geht von beiden Seiten auf mit Doppelanschlag. Mal in der Wüste ist es staubig, seid uns nicht böse, aber das machst du sauber. 2 Minuten später ist es wieder verstaubt. Dann darf natürlich auch nicht die Fliegenschutztüre fehlen. Also solche Sachen sind Standard und was meiner Meinung nach dieses Fahrzeug neben dem Mercedes und den Fahreigenschaften so besonders macht, ist wirklich das Interiordesign. Ich weiß, am Ende des Tages ist es immer Geschmackssache, aber sag mir mal, ein so cooles Auto mit so vielen Kleinigkeiten, also hier zum Beispiel, ja, dieses Schutzblech hier, ja, gelocht. Dann auch hier so ein kleiner Schutz drüber überall. Weißt du, was ich meine? Hier auch dieser Hohlraum, wo ich hier sogar 2 Steckdosen habe. 230 Volt und hier USB-C und normal USB. Ja, es sind so viele Kleinigkeiten und auch die Farben. Alles abgerundet. Also ja, könnt ihr gespannt sein. Reinschauen tun wir später. Wir gucken jetzt noch einmal um den Wagen rum. Wir haben hier natürlich voll LED-Scheinwerfer verbaut, die High-Performance-Lichter von Mercedes. Hier unten Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht. Dann haben wir hier verbaut den Frontbügel von Delta. Und passend dazu hier nochmal 2 dicke PIA-Scheinwerfer, die meiner Meinung nach Pflichtprogramm sind. Früher hätte ich das nie gesagt, weil ich immer dachte, dass LED schon hell ist. Aber was diese Lichter hier drauf haben, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und eins muss man ja auch dazu sagen, in Deutschland ist eine Autobahn nicht beleuchtet. Hier in Saudi-Arabien ist jede zweite Straße taghell. Aber sobald du mal außerhalb, ja, der normalen Straßen bist, dann ist es eben stockduster. Und die Scheinwerfer machen wirklich die Nacht zum Tag. Vor allem in Kombination mit den 2 da oben. Die sind auch von Weinsberg direkt. Das ist kein Zubehöranbieter. Also hier hat Weinsberg sich diesen kompletten Dachträger, sage ich mal, bauen lassen, erkennt man auch an diesem XP da oben drin, ja, an diesem ausgelaserten Loch. Das steht für Expedition, weil so nennt sich, wie gesagt, dieses Modell. Er ist von Haus aus höher gelegt. Wir haben ihn jetzt nochmal 40 mm ja, weiter höher gelegt, haben eben die Hubstützen, die Räder, den Frontbügel, den Schnorchel und ein bisschen weitere Technik reingepackt. Ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal nach hinten, bevor wir reinschauen. Ihr müsst einfach verstehen, der Wagen ist jetzt nicht perfekt aufbereitet und auch nicht 100% sauber, weil hier machst du einmal die Türe auf und alles, ja, wie hier zum Beispiel, kommt dir entgegen. Ja, vor allem, wenn man natürlich auch so einen Weg hier hochfährt. Also das muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen. Schaut euch bitte mal den Weg an. Geh mal in die Knie, dass wir hier mal den Winkel drauf bekommen, weil das ist jetzt nichts, was jedes Auto kann. Also guck mal bitte hier drüben beispielsweise, hier fährt so ein Jeep Wrangler und ein Land Rover Defender fährt hier entlang. Die sind langsamer gefahren als wir, also da sind wir schon schneller da hoch und runter gefahren.
Ja, also da brauchen wir uns, denke ich, auf jeden Fall nicht verstecken. Wir haben zwar auch einen Frischwassertank, können wir auch mal gerade zeigen, der ist hier verbaut, ist auch isoliert und beheizbar. Der Abwassertank, das können wir auch gerade zeigen, wenn wir schon dabei sind, der ist hier verbaut, ist auch isoliert und beheizbar. Jetzt haben wir ja ein bisschen Bodenfreiheit, da könnt ihr das gut sehen. Und dann haben wir hier einmal unsere Kühlbox. Die haben wir von WCS bekommen und die hat richtig Power. Die machen wir später auch mal raus, stellen die vor den Camper, weil ohne Spaß, wir sind angekommen, ich habe die angemacht, das hat glaube ich 15 Minuten gedauert und die Dinger da waren kalt, weil wenn du gerade mal herkommst, du kannst ja hier sogar Minus einstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob du das erkennen kannst, -2, -3, -4, -5, also die hat richtig Leistung, aber ist leider, oder was heißt leider, ist logischerweise nicht standardmäßig hier im Weinsberg Expedition dabei. Das ist auch nicht standardmäßig. Aber da bin ich auch ganz ehrlich zu euch, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mit dem Fahrzeug in Europa unterwegs bin, würde ich mir, glaube ich, trotzdem so einen Peli-Case holen, weil du halt alles ordentlich aufräumst. Weißt du, was ich meine? Weil, was machst du, wenn du jetzt die Kiste nicht hast? Dann fliegt ja noch mehr rum. Ja? Gut. So, kann man die hier einmal hochmachen. Muss ich gerade mal das Brett hier ordentlich reinmachen. Hat sich ein bisschen gelöst. Gut, dass wir auspacken, weil Öl steht auf Minimum. Nach den ganzen Fahrten hier müssen wir das heute auf jeden Fall mal nachfüllen. Ja, und so sieht der Stauraum im Expedition aus. Ja, also sandig. Ja, hier hinten haben wir noch ein Handtuch. Hier haben wir noch diverse Seile, Bergungsseil. Hier oben haben wir unser, wie heißt das, Verbandszeug? 4 Medikit, oder? 4 Medikit, also hier ist auch ein spezielles Verbands- oder Medikit, sage ich mal, vorgeschrieben. Hier darf man nicht einfach verwenden, was man will. Ja? Was natürlich auch nicht fehlen darf. Mal reinschauen. Das ist für die Kühlbox nochmal Kabel. Aber das hier wollte ich eigentlich zeigen. So. Von WCS, Ersatzsicherung. Weil wenn man sie dabei hat, braucht man sie nicht. So ist es. Ja, und was ich jetzt zeigen möchte, dazu wird es auch nochmal ein separates Video geben, ist hier unsere Autarkie. Weil alles, was ich jetzt zeige, ist nicht standardmäßig. Das haben wir von unserem Partner WCS. Wer WCS nicht kennt, WCS ist die Manufaktur für mobile Stromversorgung. Das ist ein Familienunternehmen aus Goch, die sich eben Wohnmobiltechnik gewidmet haben. Die bauen unter anderem aber auch Kühlschränke, Kühlboxen. Aber was sie eben richtig gut können, ja, ist Autarkie, heißt 12 Volt in 230 Volt beispielsweise umwandeln. Und dafür haben wir hier die Kombi, unseren Hochfrequenz-Sinuswechselrichter. Das ist das Modell 2100. Es gibt tatsächlich noch einen, der noch mehr Leistung hat. Ist meiner Meinung nach aber hier in dem Auto nicht notwendig, kommt dann eher in größeren Autos zum Einsatz, weil dieses kleine Teil wiegt im Übrigen nur 6 Kilo, hat 2000 Watt Dauerleistung. Heißt, er kann immer 12 Volt in 2000 Watt umwandeln, so dass wir eben unsere Laptops laden können oder die Dachklimaanlage laufen lassen können. Was auch immer 230 Volt braucht, kommt hier, sage ich mal, raus. In der Spitze sogar 4500 Watt. Natürlich nicht dauerhaft, sondern nur für einen kürzeren Zeitraum. Aber ganz ehrlich, wir haben, glaube ich, 3000 Watt Gerätschaften dabei, die laufen ja auch nicht durchgehend. Aber bis jetzt ohne Probleme. Wir haben den 11. Tag, funktioniert einwandfrei. Wichtig ist, dass die Geräte immer genug Luft bekommen. Die müssen atmen. Hier haben wir entsprechend 3 Ventilatoren. Hier oben, das ist für uns fast noch wichtiger, also eigentlich ist alles wichtig, haben wir zweimal den LBR60 Rapid verbaut, der auch von der Firma WCS kommt. Das ist ein Ladebooster mit 60 Ampere Ladeleistung pro Booster. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier 2 Booster verbaut. Heißt, wir haben hier, wenn der Motor läuft, 120 Ampere Ladestrom. Warum? Ganz einfach, weil wir hier zweimal 270 Ampere-Stunden Lithium-Batterien verbaut haben, die wir auch brauchen, weil diese 270 Ampere braucht dann der Wechselrichter, um die 12 Volt, die sich darin befinden, in 230 Volt umzuwandeln, sodass wir wirklich egal wo wir stehen, ja, 230 Volt haben. Weil wir fahren jetzt wieder ins Camp, ja, und dann schauen wir uns den Weinsberg Expedition einmal von innen an. Wir sind zurück im Camp, besser gesagt im Biwak angekommen, und jetzt wollen wir euch natürlich einmal innen das Fahrzeug zeigen. Nur schaut euch das einmal an. Kann sich das sehen lassen oder kann sich das sehen lassen? Also eins sage ich euch, wir sind hier definitiv ein Blickfang. Das Licht, muss man ganz klar dazu sagen, schaltet sich automatisch aus. Leider, wenn man die Zündung, besser gesagt, im Motor startet. Sonst haben wir hier oben, wie bei fast jedem Campervan, Kastenwagen, noch eine LED-Leuchte an der Regenrinne. Und hier haben wir nochmal unsere Alpha Dynamic Trittstufe. Und wie man sehen kann, ist die hier auch beleuchtet. Diese Details hier hatte ich, glaube ich, vorhin schon mal angesprochen. Also
einfach die Optik. Hier geht es viel um die Optik, aber auch um den Schutz, um die Langlebigkeit. Und eins kann ich euch sagen, der Wagen wurde definitiv nicht geschont. Ganz im Gegenteil, wir haben ihn wirklich ordentlich beansprucht, aber dafür, und das kann man denke ich auch sagen, ist der Weinsberg Expedition auch definitiv gebaut worden, weil viele Campervans, viele Kastenwagen oder generell Wohnmobile sehen zwar toll aus, bringen cooles Design mit, aber wenn du sie dann nutzt, ja, dann lässt die Qualität zu wünschen übrig. Da sprechen wir ganz klar auch aus eigener Erfahrung. Wir haben auch Fahrzeuge gehabt oder haben Fahrzeuge, wo man sagt, ey, da hätte man das ein oder andere besser machen können. Hier im Weinsberg Expedition ist man aber schon ziemlich nah, meiner Meinung nach, an dem perfekten Wohnmobil. Hier ist auch nicht alles perfekt. Dazu kommen wir auch noch, da sind wir ganz ehrlich und offen. Aber im Großen und Ganzen, obwohl wir mit dem Fahrzeug hart im Gelände unterwegs sind und auch immer noch fahren werden, schlägt er sich wirklich gut. Gut, Basti, die Sitze haben wir einmal umgedreht. Hier haben wir jetzt dieses Alu-Design, also so ein helleres Grau. Finde ich echt cool, sehr angenehm, sehr bequem. Hat auch zwei verschiedene Strukturen, sage ich mal. Sonst beide Sitze sind logischerweise höhenverstellbar. Nicht nur am Sitz allgemein, sondern eben auch vorne das Sitzkissen. Man kann das hier wie im PKW bei Mercedes auch, kann man das hier verstellen. Ja. Genau. Viel mehr würde ich jetzt zu den Sitzen auch gar nicht erzählen. Vielleicht kannst du ein bisschen weiter hintergehen und so ein bisschen auf den Essbereich, Wohnbereich hier eingehen. Wir haben nämlich hier einen etwas besonderen Tisch, so würde ich es jetzt einfach mal nennen. Also wir haben hier ein cooles Format. Vielleicht kann man das von oben auch wahrnehmen, wie der hier beschnitten wurde, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Hier sehen wir im Übrigen unsere Ladestation, weil wir haben ja hier über 10 Kameras in Summe, die geladen werden müssen. Dafür haben wir hier 2 Netzteile und jeweils dann eben hier 1, 2, 3, 4, ja, hier fehlt jetzt ein Kabel, 5 USB-C-Kabel, um eben alles ordentlich laden zu können. Hier darf morgen der Sebastian wieder Platz nehmen und wenn wir dann nach Riyadh fahren, das sind rund 800 Kilometer vom aktuellen Camp, darf er dann die Bilder bearbeiten, die Videos schneiden, damit ihr was zu sehen bekommt. Und jetzt würde ich sagen, Basti, nimmst du einfach mal Platz und wir lassen einfach mal den Raum wirken und für sich sprechen, weil ich kenne persönlich kein Campervan, vor allem nicht in dem Preissegment, der so cool, modern, aber auch gleichzeitig zeitlos um die Ecke kommt. Und ich hatte euch vorhin unten im Einstiegbereich diese Edelstahlleiste mit diesen Löchern gezeigt. Das trifft sich hier einmal wieder und zieht sich eben komplett bis nach hinten durch. Das gleiche haben wir aber auch hier oben. Wie ihr sehen könnt, haben wir das hier auch alles cool beleuchtet. Man kann das hier auch alles von der Farbe her einstellen. Wir haben hier ein richtig cooles, modernes Bedienpanel. Ihr habt hier die Übersicht, da sehen wir genau, wie viel Prozent haben wir in der Batterie, im Frischwassertank, Grauwassertank etc. Ich kann aber auch hier zum Licht gehen, die ganzen Sachen einstellen, ist auch aufgegliedert in Schlafbereich, Wohnbereich und zum Beispiel die Außenbeleuchtung. Jetzt draußen die Markise, also Markisenbeleuchtung oder das orangene Licht aus- und anmachen. Machen wir jetzt wieder an. Ja, dann gibt es hier die ganzen Menüs für Wohnraum, Versorgung, Energie und. Und was es auch noch zu erwähnen gibt, ist, dass es dafür tatsächlich auch eine App gibt, also Bussteuerung kann man fast sagen oder App-Steuerung. Heißt, wenn ihr dann im Bett liegt und euch ist zu warm oder zu kalt, braucht ihr nicht aufstehen. Ihr könnt alles über die App steuern. Die von Mercedes ist, glaube ich, gell, Sebastian? Die ist von Mercedes selbst, genau, die App ist von Mercedes und mich erinnert das hier auch an das MBUX von Mercedes, auch von der Displaygröße. Wenn du gerade vielleicht mal nach vorne schwenkst und das Mercedes-Display so ein bisschen einfängst. Also es kommt schon ziemlich nah dran. Was wir vielleicht auch noch ansprechen sollten, ich fahre gerade den Sitz ein bisschen vor, ist hier im Mercedes alles ein bisschen eng. So, dann haben wir hier unser Sprinter-Lenkrad. Wir sprechen nämlich hier vom aktuellen Mercedes Sprinter mit in dem Fall Lederlenkrad, Multifunktionslenkrad. Also alle Tasten haben hier eine Belegung. Wir haben auch ein Abstandsregeltempomat, Voll-LED-Scheinwerfer hatten wir euch gezeigt. Und wenn du nochmal aufs Radio eingehst, das ist hier das größte Radio, das man bestellen kann. In dem Fall, wie gesagt, MBUX mit Mercedes Me. Darunter haben wir auch die Klimaanlage. Wir haben auch 2 Becherhalter, da sind jetzt unsere Schlüssel und Geldbeutel drin. Und das hier, das ist nicht von Mercedes, das ist extra für die Rallye, unser Trippy, so nennt sich das, also ein GPS-Navigationssystem, wo uns eben dann genau angezeigt wird, wo wir hinfahren sollen.
Hier haben wir einmal unser Midi-Heki, also ein Dachfenster 70 x 50 cm groß. Hier haben wir auch wieder so ein Ablagefach, auch wieder cool mit diesem Edelstahl und dem Expedition eingelasert. Und mir fällt auf, dass es auf der anderen Seite nicht ist. Ja, vielleicht kommst du ein bisschen zurück, dann kann man ein bisschen mehr Raum sehen. Was, glaube ich, aber auch Sinn macht, weil es meiner Meinung nach so den Raum größer macht und man beim Ein- und Aussteigen sich definitiv nicht am Kopf verletzen kann. Das ist mir dummerweise gestern hier passiert. Ja, an der Kante, die ist echt böse gewesen, muss ich sagen. Da hatte ich eine kleine Beule, weil ich hier am Kühlschrank rumgefummelt hatte. Und jetzt weiß ich, dass ich da vorsichtig sein muss. Aber das ist definitiv in jedem Camper der Fall. Und schaut euch bitte das mal an. Also ich bin jetzt nicht der Kleinste. Vor allem hier im vorderen Bereich. Es ist schon sehr schmal. Ja? Also das ist einfach Sprinter geschuldet. Da kann jetzt Weinsberg nicht viel dafür. Und wenn du gerade mal in die Ecke gehst und so ein bisschen auf die Sitzgruppe filmst, dann erkennt man auch, die Sitzgruppe ist ja schon sehr schräg eingebaut, so dass man eben, ich kann es gerade auch mal zeigen, hier, obwohl es sehr eng, sage ich mal, ist, gut reinkommt. Man kann den Tisch in der Höhe kann man nicht verstellen in dem Fall, aber ich kann den Tisch verdrehen, verschieben. Das möchte ich jetzt in dem Fall nur nicht machen, weil wir hier unseren Spanngurt eben dran haben. Unten am Tisch ist auch 12 Volt und 230 Volt Steckdose. Also das ist ja nicht, das ist der Rucksack davor. Ja, ist egal, darum sage ich es ja. Und hier, schaut euch das an, das hat auch der ein oder andere Hersteller mittlerweile, Crosscamp. Aber ja, schaut euch das bitte an, es zieht sich halt hier ums Eck. Viele haben diese Paneele nur an der Seite und hier zieht es sich ums Eck durch. Und daher macht es meiner Meinung nach ein richtig cooles Ambiente. Stauraum. Haben wir hier richtig coole Verschlüsse. Ich habe sowas noch nie gesehen, aber das bewegt sich auch bewusst etwas, dass wenn du im Gelände bist, ja, dass du dein Fach danach auch wieder aufbekommst. Weil wenn alles auf den Millimeter genau, sage ich mal, gefertigt wäre, ja, dann dürfte sich auch nichts bewegen. Aber das Auto bewegt sich ja, die ganzen Gegenstände in den Schränken schlagen ja gegen die Klappen drum. Ein Auto, das man im Gelände fahren möchte, das darf nicht auf den Millimeter genau, also meiner Meinung nach, gefertigt sein, weil dann hast du keine Freude danach, weil dann verzieht sich um 1 mm und nichts geht mehr. Und das heißt jetzt nicht, dass hier irgendwie was wackelt. Ja? Also schaut euch das bitte an. Das ist hier alles spaltmaßtechnisch richtig ordentlich gemacht. Das ist auch stabil. Ja? Und wenn ich da mal meinen Reißtest mache, da passiert nichts. Das ist alles wirklich von der Verarbeitung her richtig gut gelöst. So. Gut, und wenn du vielleicht hier so ein bisschen nach links gehst, dass man diese Formgebung der Schränke sieht, weil der Sebastian meinte letztens, nachdem wir Offroad gefahren sind, ach du Scheiße, sind die Schränke kaputt, weil der hier so eine Wölbung hat. Ja? Da haben wir mal kurz Puls bekommen und dann ist uns aufgefallen, nee, ganz im Gegenteil, das ist so. Das ist hier vorne auch. Ja? Also wir haben hier überall, sage ich mal, einen Knick in der Klappe, der sich aber hier sieht man das, an den Ecken wieder trifft. Ja? Und dadurch haben wir ein echt cooles 3D-Muster. So würde ich es jetzt einfach mal beschreiben. Und ja, da haben wir halt jetzt verschiedenste Sachen drin. Klamotten, weil hinten ist halt alles voll. Ja, können wir euch gerne mal eine separate Roomtour geben, was wir so bei der Rallye Dakar alles dabei haben. Hier haben wir auf jeden Fall unsere Kocheinheit. Haben wir bis dato noch nicht benutzt, werden wir aber auf jeden Fall noch ausprobieren. Wir haben hier einmal Gas, besser gesagt zweimal, und hier einmal Ceran-Kochfeld, können wir auch über den Wechselrichter nutzen. Dann haben wir ein Waschbecken, in dem Fall jetzt für uns abends eine Kameraablage. Ja, und das Fach hier hätten wir mal vorbereiten können. Aber wir sind ja authentisch. Vic Medi-Night haben wir auch dabei. Ja, schwächelt ja der eine oder andere. Das hast du letztens gesehen, gell, Sebastian? Man kann das hier, ja, und jetzt wissen wir auch, warum es nicht ganz zuging. Wir haben uns schon gewundert, warum geht das Fach nicht ganz zu. Ich behaupte jetzt mal, dass es ganz zugeht. Ja, da oben ist der Deckel noch drin. Und da unten ist auch noch ein Labello. Ganze Rouge. So. Und irgendwas ist immer noch drin. Aber das ist jetzt wurscht. Ihr seht es ja, man kann das hier zumachen. Wir wussten es lange Zeit nicht. Das müssen wir noch aber abspülen. ganz zumachen darfst du es, glaube ich, auch nicht. Weil guck mal, wenn du Warte, ich habe den Deckel wieder rein. Deckel wieder raus. Sorry. Wenn du die Form anschaust, ach, siehst du das? Das ist der Griff. Siehst du das? Das ist der Griff. Einmal hier unten und für den Knopf hast du das, glaube ich, dass du da reinkommst. Genau. Ja, gut. Kann sein oder wird so sein. Wir werden es mal nachfragen. Unterm Strich finde ich es halt ein cooles Detail. Klar, braucht man nicht unbedingt, aber
sieht gut aus und funktionieren tut es auch. Ich weiß jetzt gerade nicht, ist die Heizung an? Es wird wieder warm so langsam hier. Ja, was können wir noch zeigen? Hier, wir haben hier einmal unsere Besteckeinlage. Was bei Sebastian und mir nicht fehlen darf, ist ein anständiges Steakmesser. Haben wir jetzt leider auch noch nicht nutzen können. Was definitiv nächstes Mal mitkommt, ist ein Grill. Salz, Pfeffer, Cuttermesser. Ja, das ist natürlich hier auch eine besondere Reise. Das kann man jetzt mit einem normalen Campingurlaub nicht vergleichen. Wir haben hier unten unsere Pfannen, unsere Töpfe, unsere Teller, unsere Bowls, Schneidebrett und. Viel haben wir noch nicht benutzt, weil hier bei der Rallye Dakar gibt es in jedem Camp ein riesiges Zelt, ähnlich wie auf dem Oktoberfest, wo du dir Essen, Trinken, Frühstück, Mittag, Abendessen, eigentlich 24 Stunden alles holen kannst und dann in dem kleinen Auto jetzt hier noch kochen, während wir am Tag zwischen 400 und 900 Kilometer unterwegs sind. Macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Okay, was uns heute passiert ist, dass der Kleiderhaken seine Leistung verloren hat, sagen wir es mal so. Wir haben das jetzt versucht zu fixen, aber die Schrauben, die da drin waren, sind schlicht und ergreifend zu kurz gewesen. Aber da muss ich auch ehrlich sein, das ist bis jetzt, und wir sind am 11. Tag von 22, das Einzige, was uns aufgefallen ist. Hinten haben wir ein ganz klassisches Querbett, wo jetzt natürlich auch unsere Rucksäcke, Kamera-Equipment, Pullis und so weiter drauf liegen. Das ist ja egal, das kann man ja trotzdem mal zeigen. Also tagsüber ist das halt eine Ablagefläche, weil das halt vorne fehlt. Aber nachts kommt das halt alles wieder nach vorne dann auf die Fahrer- und den Beifahrersitz. Und dann kann man hier auch wunderbar schlafen. Also ja, du meintest ja, du willst das Zelt erstmal testen und habe ich, und ich habe auf jeden Fall getestet, dass es nichts für mich ist. Genau. Und warum ist es nichts für dich? Es ist zu kalt und unbequem. So, und da sind wir beim Punkt, weil unbequem ist hier mal gar nichts. Egal ob vorne, ob in der Mitte oder hinten. Man kann richtig gut damit reisen. Ja, man kann ordentlich und erholsam darin schlafen. Und wenn ich jetzt hier sitze und das Ambiente sehe, ihr seht es vielleicht selbst, vielleicht legen wir noch ein paar Aufnahmen drüber, es ist schon wirklich richtig cool. Ja? Und nicht nur von außen mit dicken Rädern und so, nein, auch innen wirklich gelungen. Jetzt bitte noch einmal ins Bad rein. Damit wir das auch haben, oder? Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben schon ganz andere Sachen vergessen. Auch das Bad wird natürlich nicht wie ein klassisches Bad genutzt hier. Ja, und ganz ehrlich, wir haben es schon benutzt. Und klar, hier gibt es riesige Sanitäranlagen, die in dem Fall, oder in dem Camp besser gesagt, direkt neben uns stehen. Dann nutzen wir ehrlicherweise dann auch bevorzugt die normalen Sanitäranlagen. Aber wir hatten auch schon Situationen, wo wir dankbar waren, es zu haben, wo wir mal die Toilette auch eingeweiht haben, die Dusche probiert haben. Und unterm Strich, für das, dass der Wagen so klein und kompakt ist, funktioniert das richtig gut. Wenn du mal gerade nach links schwenkst, wir haben dann einen coolen runden Spiegel hinter so einer wirklich cool designten Wand. Siehst du dieses Muster? Zieht sich das da durch? Absolut, das zieht sich komplett durch. Dieses Muster sieht wirklich richtig cool aus. Man hat auch im Bad für Kulturbeutel und so, wir haben die zwar jetzt da liegen, aber du hast oben, man sieht es gerade, richtig viel Platz. Und was wir ja noch gar nicht gezeigt haben, was jetzt in dem Fall auch nicht funktioniert, weil bei uns hinten alles vollgepumpt ist, wenn du mal auf die Toilette filmst. Man kann ja die Toilette in die Heckgarage schieben. Nur auf dem Podest, wo die Toilette dann verschwindet, steht unsere Kühlbox. Und da bin ich ganz ehrlich, man kann meiner Meinung nach auch so duschen, das tut der Toilette jetzt nicht weh. Allerdings ja, musst du halt das Brett unten irgendwie rausmachen. Also ja, auf der einen Seite wird es gehen, auf der anderen Seite nicht. Das ist so ein bisschen eine Hassliebe. Aber wir persönlich haben hinten auch noch eine Außendusche montiert, die wir auch noch mal testen wollen. Also ja, im Großen und Ganzen ein richtiger Männertraum oder Abenteurertraum, sagen wir es mal so. Fährt sich genial gut, man fühlt sich richtig wohl. Man hat ein tolles Design, man hat ein funktionales Fahrzeug. Also bis auf den Kleiderhaken habe ich bis jetzt nach 11 Tagen nichts auszusetzen. Genau. Frag dich nochmal, Sebastian, gib mir mal die Kamera, dass man dich auch nochmal sieht. Was ist denn dein Resümee zu unserem Weinsberg Expedition? Also ich bin wirklich zufrieden. Ich bin wirklich positiv komplett überrascht. Vor allem, was eben... Ich setze mich mal hin. Ja, setz du dich mal hin, du bist den ganzen Tag gestanden, du Armer. Also vor allem, was die Fahrleistung angeht bei dem Fahrzeug, dass hier wirklich alles so zusammenhält. Weil wir nehmen das Fahrzeug ja schon richtig ran. Also viele meinten ja gut, ich man kann ja die Strecken... Ich wünsche es mir auch, dass du hier ein paar Aufnahmen in das Video reinmachst, vielleicht während ich jetzt gerade spreche. Weil was wir hier gemacht haben, ist echt nicht normal. Weil viele meinten ja gut, die Strecken zwischen den Camps, das können ja auch normale Straßenfahrzeuge machen. Ja, das ist richtig. Aber wir sind ja nicht hier, um nur von Camp zu Camp zu fahren, sondern wir wollen das Auto hier auf Herz und Nieren testen. Dementsprechend sind wir auch bisher jeden Tag, wenn wir Zeit hatten, rausgefahren in die Dünen,
und in sämtliche Stein- und Sandpisten gefahren mit dem Fahrzeug. Wir sind damit gedriftet und das möchte ich einfach mal als Behauptung aufstellen, das macht sonst kein Camper mit. Also wir haben mit dem... Es gibt ja die eine oder andere Marke, ohne jetzt Namen zu nennen und auch ohne irgendjemand was schlecht reden zu wollen. Wir haben mit dem Mechaniker gesprochen, der hat gesagt, der hat von einer anderen Marke gesprochen, die deutlich teurer ist, also deutlich hochpreisiger, und er hat gesagt, das wird diese Marke mit Sicherheit nicht mitmachen. Ja, er hat es ja getestet. Ja, die würde nach dem ersten Tag auseinanderfallen, richtig, so wie wir gefahren sind. So, und es gibt ja dann auch modernere Marken oder auch junge Marken, die auch coole Autos, sage ich mal, haben in einem ähnlichen Segment. Allerdings sieht man die immer nur von außen. Das stimmt. Ja? Und was wir auch noch machen könnten, fällt mir gerade ein, wir hängen mal eine GoPro hier rein, wie sich der Aufbau verhält. Weil wir haben ja, wie gesagt, hier haufenweise Kameras, hier Actioncams, also wir haben nichts zu verbergen, wir sind total offen, heißt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, ja, schreibt es uns wie immer in die Kommentare. Und ja, den Wagen hier kann man tatsächlich erstmal nicht kaufen. Mein Vater sagt zwar immer, weg damit, Platz für Neues. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass das mein eigenes Fahrzeug werden sollte und ich mir auch wirklich vorstellen kann, damit öfters mal wegzufahren. Ja? Nicht nur mit dir, Sebastian, sondern auch mit meiner Verlobten. Da kuschelt sich's besser. Ja, da kuschelt sich's besser. Der Sebastian will nicht so gern gekuschelt werden, aber das verstehe ich. Nein, was ich noch sagen möchte ist, wenn ihr Interesse an so einem Fahrzeug habt, ja, dann bin ich auch ganz ehrlich, weil es gibt ja nicht viele Händler, ja, die so ein Auto dastehen haben. Wir haben den dastehen, wir haben den komplett ein- und umgebaut, wir haben damit viel Erfahrung. Heißt, wenn ihr Fragen, wenn ihr Interesse habt, ruft mich an, schreibt mich an. Was auch noch brandaktuell ist, jetzt hier im Januar 2026, wenn ihr das Video schaut und euch für so ein Auto interessiert, wir bekommen einen, ja, der kostet Liste zwischen 150.000 und 160.000 Euro Listenpreis. Ist ein Vorführer gewesen oder ein Pressefahrzeug, damit wurden ein paar Bilder gemacht. Wurde nie, sage ich mal, wirklich und nicht mal im Ansatz so getestet wie unserer hier. Also der stand, wenn dann nur in einem Showroom. Und den bekommen wir zu einem richtig guten Preis. Ich kann den Preis jetzt noch nicht verraten, den werden wir im nächsten Video verraten, wo wir den Wagen dann mit Sicherheit auch vorstellen werden. Der ist von der Ausstattung ähnlich gut ausgestattet. Was er nicht hat, sind Hubstützen und WCS, aber das kann man ja alles machen. Heißt, wenn ihr da Interesse habt an dem Wagen, der kommt, oder einen konfigurieren möchtet, dann könnt ihr euch bei mir melden. Da seid ihr genau richtig und bekommt natürlich auch für alles einen guten Preis. Eben, entweder du willst halt das Ding dann Serie haben oder halt die Dakar-Edition, ne? Genau, also das war auch so ein Gedanke, dass wir sagen, okay, jetzt nach 22 Tagen Rallye Dakar und der ganzen Action, die wir hier erleben durften, machen wir vielleicht so ein eigenes Sondermodell. Man muss dazu sagen, es ist natürlich auch eine andere Preisklasse als jetzt ein Tourer-Van zum Beispiel. Ja. Ist klar. Aber es gibt für alles einen Markt und ich bin der Meinung, es ist jetzt nicht der einzige Offroad-Sprinter, den es da draußen gibt. Und was ich sagen kann, ist, wenn ihr Interesse an dem Weinsberg Expedition habt, haben wir einen da, können ihn euch zeigen, können ihn euch zum guten Preis anbieten und wir können ihn euch individuell gestalten. Also wenn ihr sagt, hey, ich möchte die Felgen, das Fahrwerk, die Stützen, können wir alles machen. Wenn ihr sagt, ihr möchtet eine andere Folierung, eine andere Farbe, was auch immer, wir sind da komplett flexibel, ja, und möchten auch euren Traum in Erfüllung bringen. Und daher klickt am besten jetzt hier oben, ja, für das nächste Video, weil das ist richtig spannend und wenn ihr Fragen habt, meldet euch.